Hallo, willkommen zurück im Lamrim. Denk daran, wir gehen durch diese 7 Schritte, um den Ort zu erreichen, an dem wir das Gefühl haben, zwischen Planeten hin und her zu springen und den Menschen auf all diesen Planeten zu helfen. Diese Art von Vision eines Bodhisattvas. Und wir sind beim dritten davon, richtig? Marché bedeutet, du erkennst, dass all die Leute um dich herum deine Mutter gewesen sind. Und dann haben wir Chen Chen abgeschlossen. Das war, uns an all die coolen Dinge zu erinnern, die sie für dich getan hat. Im Grunde, dass du nicht gestorben bist. Du bist aufgewachsen wegen ihrer harten Arbeit, jede einzelne Minute des Tages. Und sie hat auch wirklich an der finanziellen Belastung, dich aufzuziehen, gelitten. Und jetzt kommen wir zur dritten Kategorie, die Chin-So heißt. Chin ist die Abkürzung für Kadin, was Güte bedeutet, und Sowa bedeutet, es zu reparieren, was bedeutet, es zurückzuzahlen. Chin-So bedeutet also, wenn meine Mütter so nett zu mir waren, was kann ich dann tun, um es ihnen zurückzuzahlen? Wie kann ich es ihnen zurückzahlen? Und ich mag das. Ich finde es hier sehr passend, wenn wir einen speziellen Vers aus den 3 Hauptpfaden hinzufügen. Ich habe diesen Vers eingefügt, weil ich denke, dass er hier besonders relevant ist. Und er geht so. Ich erinnere mich oft an diesen Vers. Ich denke viel darüber nach. Dangzen chaki chawe bupsi tsu. Marik mumbe makchen kuni tip. Mumesi vacation kiwaru. Dunya sumki ginche mepanar. Ne kap dendo gyope manamki. Langzo samne semjo kepanzu. Dies ist in den 3 Hauptpfaden Tsongkhapas Art, diese Idee einzuführen, die Güte deiner Mutter zurückzuzahlen. Ich war vor vielen Jahren in der Mongolei. Ich glaube, es war in den 90ern. Sie hatten gerade ihre Unabhängigkeit erlangt. Religion war wieder erlaubt, zum ersten Mal nach 75 Jahren. Und es war eine aufregende Zeit, um in der Mongolei zu sein. Ich sagte zu, einen Vortrag zu halten, zusammen mit einem großartigen Lehrer, einem großen Lama namens Bakula Rinpoche. Er war in einem Stadion. Er fand am größten Ort in der Mongolei statt, an dem sie ihn halten konnten. Das war dort, wo der Nationalzirkus stattfindet, im größten Stadion in der Mongolei. Es waren viele Menschen da. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Vers benutzt habe. Ich habe mit diesem Vers angefangen. Ich habe eine Familie angeschaut und ich habe darüber geredet, wie sie sich fühlen würden, wenn sich herausstellen wird, dass ihre Tochter ihre Mutter ist. Was ist, wenn eure Tochter früher schon mal eure Mutter war? Ich habe diesen Vers gelesen und habe diesen Vers erklärt. Ich erinnere mich. Und im Anschluss kam eine Familie zu mir und sagte: „Bitte nimm das zurück.“ Ich sagte: „Was?“ Und sie sagten: „Nimm es zurück. Sprich nicht über unsere Tochter mit diesem Vers. Das ist zu düster. Wir wollen nicht, dass dieser Vers mit unserer Tochter genutzt wird.“ Es war sehr, ich glaube, sie waren sehr sensibel bezüglich der wahren Bedeutung des Verses. Der Vers ist sehr düster und sehr traurig. Und es ist notwendig, wenn wir darüber nachdenken, uns bei unserer Mutter zu revanchieren für die Güte, die sie uns entgegengebracht hat. Wir müssen auf diese Weise an unsere Mutter denken. Lasst uns durch das Tibetische gehen, von Tsongkhapas 3 Hauptpfaden. Sie werden weggerissen von 4 reißenden Flussströmungen, fest angekettet an vergangene Taten, schwer rückgängig zu machen. Sie werden weggerissen von zum Beispiel dem Leiden, geboren zu werden, alt zu werden, krank zu werden und zu sterben. Da ist unsere Mutter. Unsere Mama ist in diesen riesigen Fluss gefallen, diesen sehr schnellen Fluss. Sie wurde flussabwärts getrieben und der Fluss ist, sie hat das Leiden, die Geburt zu durchlaufen. Und dann hat sie das Leiden des Alterns.
jeden Moment seit dem Moment ihrer Geburt ein unaufhaltsames Altern, wie eine herabbrennende Kerze. Dann ist sie oft krank in diesem Leben. Ich habe für den Arzt des Dalai Lama übersetzt, für einige Jahre. Einer der 2 größten tibetischen Ärzte der Welt. Und ich war etwas schockiert, als er eines Tages sagte, er hat einen Vortrag gehalten und sagte: „Gesundheit ist übrigens nicht normal. Gesundheit ist abnormal. Krankheit ist normal." Ich frage: „Was?" Und er sagte: „Es ist normal für die Teile deines Körpers, aus dem Gleichgewicht zu sein. Das ist der normale Zustand des Menschen. Gesund zu sein ist wie ein sehr seltenes Gleichgewicht aller Bestandteile deines Körpers. Der menschliche Zustand, der normale Zustand des Menschen ist, krank zu sein. Wenn du für eine Weile gesund bist, ist das einfach verdammt viel Glück, dass du für eine Weile gesund bist." Und dann muss unsere Mama sterben, also unsere Mütter, diese wunderbaren Menschen, die unsere Mutter waren. Sie werden stromabwärts getrieben durch diese 4 Arten von Leiden. Und das ist okay, wenn du weggetrieben wirst, flussabwärts von einem Fluss. Du könntest versuchen zu schwimmen. Du könntest versuchen, ans Ufer zu schwimmen, aber ihre Hände sind gekettet und ihre Beine sind gekettet. Ihre Hände und Beine sind aneinander gekettet. Die Ketten des Karma. Vielleicht, wenn sie nicht gekettet wären, könnten sie schwimmen und vielleicht können sie versuchen, ans Ufer zu gelangen. Aber sie sind angekettet. Ihre Hände sind gekettet, ihre Füße sind gekettet durch ihr vergangenes Karma. Sie haben nicht wirklich eine Wahl, sie haben keine Option. Sie haben keine Wahl, die Richtung ihres Lebens zu ändern. Die Richtung ihres Lebens ist größtenteils vorbestimmt durch das, was sie in ihren vergangenen Leben getan haben. Daher haben sie keine Wahl, etwas zu tun, zum Beispiel sich selbst zu retten. Sie sind angekettet. Wirf deine, nimm deine Mama, wirf sie von einer Klippe in einen reißenden Fluss, aber bevor du sie von der Klippe wirfst, kette ihre Arme und Beine aneinander. Betrachte es einmal so. Und dann, kurz bevor du sie von der Klippe wirfst, schließe sie in eine Eisenkiste ein, wie einen Eisenkäfig. Also zuerst ihre Hände und Beine ketten und noch zusätzlich steck sie in etwas wie einen Zookäfig, einen Käfig für die Tiere im Zoo. Steck sie in so einen Käfig und dann wirf den in den Fluss, denn das ist die Chance, dass sie entkommen wird, gleich 0. Was ist dann der Käfig? Es ist Dang Sin. Es ist das Missverstehen ihrer Welt. Zum Beispiel das Missverstehen, wieso dein Mann dich anschreit in diesem Moment, wenn du nicht verstehst, wenn du in die Küche kommst und dein Mann anfängt, dich anzuschreien und du verstehst nicht, was los ist und zurückschreist. In gewisser Weise bist du in einem Eisenkäfig. Du hast dich gerade selbst in einen Eisenkäfig gesetzt. Jetzt denk an diese Mutter, die dich aufgezogen hat, die dich davon abgehalten hat, wie ein Tier zu sein. Und jetzt wird sie hineingeworfen in diesen schrecklichen Fluss, in diesen mächtigen Fluss. Ihre Hände sind gekettet und ihre Beine sind gekettet durch das Karma, das sie in der Vergangenheit gemacht hat. Und darüber hinaus ist die angekettete Mutter in einen Käfig gesteckt worden, einen kleinen Käfig. Und dann wird dieser in den Fluss geworfen. Sie sind geboren, ihr kennt Musumushi, 3. Wie nennt ihr es? Parameter? Nein. Permutation, 3 oder 4 Anordnungen. Dieses Mume bedeutet unzählige Anordnungen. Es ist ein interessantes Wort. Mume bedeutet unzählige Anordnungen. Sie ist in unzähligen Formen geboren, Tiere, verschiedene Vogelarten, verschiedene Fischarten, verschiedene Arten von Menschen. Und sie leidet unter den 3 Arten von Leiden.
Er kehrt zu dem Bild zurück von einem Strom eines Flusses und ohne eine Unterbrechung in diesem Fluss leidet sie unter den 3 Arten von Leiden. Was ist Leiden des Leidens? Was ist das klassische Beispiel? Rückenschmerzen oder Fußschmerzen. Dann das zweite. Jedes Mal, wenn du ein schönes Abendessen bekommst, es vergeht. Du wirst wieder hungrig. Leiden der Veränderung. Und dann, Kyaba bedeutet bedeckt alles. Das ist grundsätzlich das Altern, dass wir in einem Körper leben, der sterben wird. Das deckt auch die ersten beiden ab. Es liegt also in unserer Natur, dass wir zerfallen. Wenn du älter wirst, wirst du die Freude haben, dass dein Körper zerfällt. Dann trainierst du und trainierst und dann zerfällt er immer weiter. Es ist, als würde man eine Sandburg aufbauen oder so. Gut, das nächste. Okay, denk darüber nach. Versuche, dir vorzustellen, dass all die Leute um dich herum deine Mutter gewesen sind. Stell dir vor, dass sie in einen reißenden Fluss geworfen wurden, mit gefesselten Händen, in einen Eisenkäfig eingepfercht. Und in diesem Käfig, unter Wasser, kämpfend, haben sie Schmerzen. Sie müssen erleben, wie alles Schöne in ihrem Leben zusammenbricht. Während sie das durchmachen, zerfällt auch noch ihr Körper. Stellen wir uns deine Mutter vor. Sogar deiner Mutter in diesem Leben geht es so. Ihre Situation ist unglaublich verzweifelt. Von den Ufern des Flusses zu springen, unter Wasser tauchen, ihren Eisenkäfig öffnen, ihr die Ketten abnehmen, sie herausziehen aus dem Wasser, sie in Sicherheit bringen. Das ist fast unmöglich, schwierig. Aber wenigstens sollten wir versuchen, uns vorzustellen, dass es etwas ist, was wir gerne tun würden, okay? Das bringt dich also in das Denkmuster des 3. Schrittes, um Bodhicitta zu entwickeln, die Bodhisattva-Vision. Das ist, dass du, wenn du deiner Mutter zurückzahlen willst, hol sie einfach aus dem Fluss. Hol sie aus dem Käfig, befreie sie von den Handschellen. Deiner Mutter alles zurückzuzahlen, was sie für dich getan hat, bedeutet nicht, ihr einen neuen Fernseher zu kaufen, wenn sie zu alt ist, um zu arbeiten. Es ist etwas komplizierter als das. Gehen wir zum nächsten Vers. Der erste Vers dieses Abschnitts. Labdhu wird genannt. Shantideva, Meister Shantideva, schrieb 2 große Bücher, die wir haben. Das erste ist natürlich Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas und das andere ist eine lange Beschreibung von Sutra-Zitaten, womit wir uns selbst trainieren sollten. Das heißt Companion der Schulungen. Deine Mutter, stell dir deine Mutter vor, Myo bedeutet verrückt worden, als wäre sie verrückt geworden. Ich habe eine Freundin, ihre Mutter, es ist tatsächlich eine große Gefahr für ältere Menschen, dass sie ihre Medikamente falsch einnehmen. Sie vergessen, dass sie ihre Medikamente bereits genommen haben und sie nehmen sie 3 oder 4 Mal am Tag oder sie nehmen aus Versehen die ganze Flasche und dann werden sie verrückt. Stell dir vor, deine Mutter ist verrückt geworden wegen ihres seelischen Leidens oder ihrer negativen Emotionen. Bedeutet, ihr Missverstehen, woher das Leben kommt, hat sie blind gemacht. Ihr Missverstehen riss ihr die Augen aus. Und sie wandert im Hochgebirge in der Nähe all dieser Klippen. Sie ist also blind und sie ist verrückt geworden. Und sie balanciert hoch oben im Himalaya
auf diesen gefährlichen, sehr gefährlichen Klippen. Dann beobachtest du sie, wie sie unsichere Schritte macht. Am Rande von diesen tiefen Abgrund der tiefen Abgründe. Unser ganzes Leben ist ein Elend. Und das Leiden der Lebewesen ist ähnlich einer Person, die verrückt geworden ist und die geblendet ist, weil ihre Augen ausgestochen wurden und die allein in diesen hohen Bergen geht, den Schluchten, wo sie leicht herunterfallen könnte. Stell dir deine Mutter in diesem Leben vor. Miklong, ihre Augen wurden ausgestochen, bedeutet. Und stell dir vor, sie hat niemanden, der sie führt. Es ist wie, stell dir vor, dass deine Mutter blind ist und sie durch New York City durch den Verkehr geht und niemand, der ihr hilft, auf die andere Seite zu kommen. Darüber hinaus ist sie vorübergehend verrückt geworden. Sie ist nicht nur blind, sondern auch noch verrückt. Und sie ist kurz davor, von einer sehr hohen Klippe zu fallen. Chong bedeutet springen. Aber hier bedeutet es, von einer sehr hohen Klippe fallen. Wenn ihre Tochter oder ihr Sohn in der Nähe ist, an ihrer Seite, wenn sie nicht hoffen kann, wenn sie ihre Hoffnungen nicht in ihr Kind an ihrer Seite setzen kann, in wen sonst kann sie ihre Hoffnungen setzen? Wenn ihr Kind, ihre Tochter oder ihr Sohn neben ihr geht, durch den New Yorker Stadtverkehr, während die Mama vorübergehend verrückt ist und auch blind, und wenn dieser Sohn oder diese Tochter ihre Hand nicht ausstreckt und ihr hilft, die Straße zu überqueren, auf wen kann sie dann hoffen? Auf wen kann sie sonst noch hoffen? Und wenn das Kind irgendjemanden beschützt in seinem Leben, wenn es irgendjemandem hilft, aber nicht seiner Mutter hilft, wenn sie vorübergehend wahnsinnig und blind ist und im Begriff ist zu sterben, denn sie wird von einer Klippe fallen, wenn die Zeit gekommen ist, ihr zu helfen und du hilfst deiner eigenen Mutter nicht, wem wirst du sonst helfen? Wie kannst du sagen, dass du ein netter Mensch bist? Wie kannst du sagen, dass du all diese Wohltätigkeitsarbeit tust, wenn du nicht einmal deiner eigenen Mutter hilfst, die direkt neben dir ist und die sterben wird in den nächsten Minuten, wenn du sie nicht schnappst und ihr hilfst? Gut, das Bild, das wir hier sehen, ich habe versucht, ein Bild zu finden, auf dem jemand vor einem Feuer davonläuft. Es ist nicht sehr gut, oder? Es sieht aus wie ein Dieb. Aber vermute, die Website, die ich für das Bild verwendet habe, dort sind alle irgendwie fröhlich, deswegen nutze ich sie. Stell dir jedenfalls vor, dass das deine Mutter ist. Sie rennt vor einem Feuer in unserem Haus davon. Du stehst an der Tür. Du kannst einfach reingehen und ihre Hand nehmen und sie rausholen. Und du tust es nicht. Stell dir vor, dass du es nicht tust. Das ist das Gefühl, das wir hier bekommen sollen. Jedes Lebewesen um uns herum ist blind. Menschen auf der ganzen Welt um uns herum sind blind, vor allem wenn sie keine Dharma-Ausbildung haben und sie wissen nicht, was das Richtige und was das falsche Handeln ist. Ihre Beurteilung davon, was eine gute Handlung ist, davon, was eine gesunde Handlung ist und was eine ungesunde Handlung ist, ihre Beurteilung dieser Grenze ist völlig falsch. Also selbst wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie in jedem Fall die falsche Entscheidung treffen. In dieser Hinsicht sind Sie blind. Ich meine, wenn du ein paar Minuten oder ein paar Dollar über hättest, wenn du Lamrim studiert hast,
dann würdest du es nutzen, um jemand anderem, der Hilfe braucht, zu dienen. Oder du würdest das Geld nutzen, um jemandem zu helfen, der Hilfe braucht. Aber wenn du blind bist, dann wirst du dir einfach ein schönes Abendessen oder etwas anderes kaufen. Du würdest diese Leute ignorieren. Das ist Blindheit. Den Armen nicht zu dienen, Menschen nicht zu dienen, die krank sind, der Umwelt nicht zu dienen. Das ist eine Blindheit. Und Menschen sind einfach blind. Und sie machen die völlig falschen Dinge. Also stell dir deine Mutter so vor. All ihre Hoffnungen im Leben, all die Ziele, die sie versucht zu erreichen, sind völlig falsch. Also ist jeder Schritt, den sie in ihrem Leben macht, wie der einer Person, die auf einer hohen Klippe tanzt und kurz davor steht, herunterzufallen. Jeden Schritt, den sie im Leben mit blinden Augen setzt, ist ein gefährlicher. Es ist ein gefährlicher Schritt. Sie hat niemanden, der ihren Arm nehmen kann und sie durch den geschäftigen Verkehr führen kann oder sowas Ähnliches. Hier wird es Shenyan genannt, spiritueller Freund. Sie haben keinen. Die meisten Menschen auf dieser Welt haben niemanden, der ihren Arm nimmt und sagt, komm schon, weißt du, hilf anderen Menschen. Du möchtest glücklich sein? Hilf anderen Menschen. Das ist der einzige Weg, um glücklich zu sein. Kümmere dich um andere Menschen. Sie haben niemanden. Sie haben niemanden, der ihnen sagen kann, tu dies und tu dies nicht. Dies ist eine gute Handlung, das ist eine schlechte Handlung. Bedeutet, die drei Tiere in der Mitte des Rad des Lebens, Missverstehen deiner Welt und dann ignorantes Verlangen und ignorante Abneigung. Ist es in Ordnung, Dinge zu mögen? Ja. Ist es in Ordnung, Dinge zu mögen und zu versuchen, sie anderen Menschen wegzunehmen? Nein, das ist ignorantes Verlangen. Ist es in Ordnung, Dinge nicht zu mögen? Ja, wir sollten Krebs nicht mögen. Ist es in Ordnung, Krebs auf eine Weise nicht zu mögen, bei der du Ressourcen von anderen Menschen wegnimmst? Ich habe heute gehört, ja, ein Land hat sich geweigert, Impfstoff an ein anderes Land abzugeben, weil sie alles für sich selbst haben wollten. Und das ist ignorant. Gut. Dünn bedeutet ein Dämon. Chuk bedeutet, hier ist Chuk. Ich habe diesen Karottensaft und wenn ich ihn so will, das wird Chuk genannt. Chuk bedeutet etwas aufschütteln. So macht man einen guten Karottensaft oder etwas in der Art. Mal sehen, ob er schmeckt. Das wird also Chuk genannt. Die Leute um uns sind Chuk, vom Dämon, dieser drei Arten von negativen Emotionen. Sie können nicht, das ist ein interessanter Ausdruck, Rang Rang bedeutet Freiheit oder Befreiung, zum Beispiel Freiheit im politischen Sinne. Und sie haben nicht Rang Rang über ihren eigenen Geist. Sie haben nicht die Freiheit, reine Gedanken zu denken, weil sie außer Kontrolle sind. Myo bedeutet verrückt. Was ist das Wort für Alkohol in den alten Schriften? Wir nennen es Myoche. Myoche bedeutet Verrücktmacher, mach dich verrückt. Sie stehen kurz davor, von der Klippe zu fallen, hinunter in die Schlucht namens die drei unteren Reiche, wo für viele Millionen Jahre dein Körper und das Feuer dort nicht voneinander zu unterscheiden sind. Du kannst nicht sagen, wo dein Körper beginnt und wo das Feuer beginnt. Sie stehen kurz davor, von dieser Klippe zu fallen. Aber wir, Rangchak, wir haben einen spirituellen Lehrer getroffen. Wir hatten großes Glück.
auf großartige spirituelle Lehrer zu treffen. Wir haben Kontakt zum Mahayana-Dharma, zu dem Dharma, das besagt: „Kümmere dich um andere Menschen.“ Allein jemand zu treffen, der dir sagt, dass du dich um andere Menschen kümmern sollst, ist extrem selten. Für mich ist es so, dass wenn man von den Religionen der Welt spricht, Christentum, Islam, Hinduismus, Judentum, sie sind alle sehr seltenes Glück. Konzentriere dich nicht auf die Unterschiede zwischen ihnen. Um einer von ihnen als Kind zu begegnen oder in einem Land aufzuwachsen, in dem einer von ihnen existiert, ist extrem gutes Karma. Extrem gutes Karma, großartiges Karma. Wir verstehen, was wir tun sollten und was wir nicht tun sollten. Chungtse? Ein klein wenig, Chungtse. Wir verstehen ein klein wenig darüber, was wir tun sollten oder nicht tun sollten. In dem Sinne sind wir gesegneter als unsere Mutter, die blinde, verrückte Mutter. Wir haben Augen. Wir haben etwas Verstand. Wir folgen dem Lamrim, das ist ein Zeichen dafür, bei Verstand zu sein. Verstehst du? Ich bin nicht die beste Person auf der Welt, aber verglichen mit jemand, der nie Lamrim gehört hat oder nie gehört hat, dass man sich um andere Menschen kümmern sollte, bin ich fast perfekt. Hier ist ein lustiges Wort. Bin super, ich bin wirklich perfekt im Vergleich zu diesen anderen Leuten, die blind und verrückt sind. Zumindest habe ich Augen. Ich nutze nicht sehr gut und zumindest bin ich nicht verrückt. Obwohl es verrückt ist, sich verrückt zu benehmen, wenn du nicht müsstest. Die Kur, um mich um meine Mutter zu kümmern, ist mir zugefallen, weil ich der Einzige bin, der hier überhaupt Augen hat. Ich bin der Einzige hier, der das Lamrim hat. Papzul bedeutet, es ist mir zugekommen. Es gibt niemanden sonst, der diese Verantwortung übernehmen kann. Es ist alles mir zugefallen. Also denk darüber nach. Ich mag dieses Bild, jemandem Herz-Lungen-Wiederbelebung zu geben, versuchen, jemandem das Leben zu retten, der, ich weiß nicht, ob dir so etwas schon mal in deinem Leben passiert ist. Wenn du so lange lebst wie Jigme und ich, dann passiert es alle 20 Jahre oder so, dass du dazu kommst, jemandem das Leben zu retten. Ich erinnere mich, wie jemand in Flammen stand und ich in der Lage war, ihn umzuschmeißen und zu retten. Also in deinen oder bei einem Autounfall habe ich jemanden aus dem Auto gezogen. Es geschieht nicht oft. Aber es scheint eine hohe Ehre zu sein, die Möglichkeit zu haben, jemandem das Leben zu retten. Jemand wird sterben, wenn du in den nächsten 2 Minuten nichts unternimmst. Und aus irgendeinem Grund drehst du nicht durch. Und du denkst, klar, für 2 Minuten. Und du ziehst ihn aus dem Auto und das Auto explodiert und du denkst dir, verdammt, ich habe es geschafft. Und das geschieht nur ein paar Mal in deinem Leben. Es ist eine der schönsten Dinge im Leben, in der Lage zu sein, zu sagen, ich habe jemandem das Leben gerettet. Es ist ein großartiges Gefühl. Es ist eines der großartigsten Gefühle im Leben. Also wie auch immer, du hast jetzt eine Chance, deine Mutter zu retten. Deine Mutter hatte einen Autounfall, das Auto steht kurz davor zu explodieren und jeder von uns hat diese Chance, unsere Mutter aus dem Auto zu ziehen. Das ist ein Brief an einen Schüler. Er wurde von Meister Chandragomi geschrieben, vor ungefähr 13 oder 1400 Jahren. Nyedu bedeutet deine Liebsten, die Menschen, die du liebst. Sie sind in den Ozean von Samsara gefallen, das leidende Leben. Und dort ist ein, wie nennt man das? Ein Whirlpool. Wie nennt man das? Denn es gibt noch ein anderes Wort dafür. Es ist der Fachbegriff für Whirlpool in der Mitte des Ozeans.
Es ist wie ein Strudel. Keine It's like a Ahnung, du kannst volcano. es nachschauen. I don't Wie know. dem auch Look into sei, it. deine Uh, Mutter ist in diesen but Whirlpool anyway, gefallen, your mom has fallen in into der the Mitte des whirlpool Ozeans. in the middle of the ocean. Okay. Nangshindu, Keshu Und sie Pune, bewegt sich and von Geburt zum she's Tod, moving von from Geburt birth zum to death, Tod, von birth to Geburt death, zum birth to Tod. death. Noma Und Shepa, weil sie and von because Geburt she's zum been Tod shifting und von from Geburt birth zum to Tod death and birth to wechselt death, and und weil because du you were von Geburt zum Tod, switching von from Geburt zum birth to Tod death to birth to wechselst, death, erkennst du you sie nicht don't wieder. recognize her. Nyom Okay? Mashe Noma bedeutet, du She means erkennst nicht, dass you sie don't deine Mutter recognize war, that she was weil your es mom zu viele Tode because dazwischen there's been gab. too many deaths in between. Okay? Porne, Porne. And und so deshalb ignorierst you du ignore sie. her. And Kelte Und du Chimpa sagst dir Chema. irgendwie, And ich you werde kind mich of auf mich say, selbst I'm going to focus konzentrieren. on Ich myself. denke, ich werde mich I nur think auf I'll mich just selbst focus konzentrieren. on myself. Ich weiß, dass diese anderen I Menschen know these leiden, other people are aber suffering, sie but sind they're not. nicht. Es gibt keinen guten Grund, There's no weshalb ich big mich um reason sie why I kümmern should take care of sollte. them also. Du erkennst You nicht, sie don't war deine recognize that they have Mutter. been your mom. Dele Tawame. Shell, Shelme bedeutet, Tawa means dir ist egal, Tawame was means you don't andere care what others denken. think. Erinnerst du Remember? dich? Wenn du eine schlechte You Tat do that begehst thing und you es dir don't care egal what ist, was others think. andere denken, das wird That's called Shelme Tawame. So genannt. here it means Also hier bedeutet es, wie how could you könntest du do etwas anything more Schamloseres shameless tun, than to als ignore deine your Mutter mom zu if ignorieren, she's in the wenn middle of sie gerade drowning dabei ist zu and you're ertrinken just und du swimming off schwimmst by einfach allein yourself? Did you davon? find Hast du die it? Sache gefunden? Yeah, I think Ich glaube, das Wort ist I think Maelstrom. Maelstrom. Ja, ich glaube Maelstrom. Yeah, Ja, I das think hört sich gut an. Alright, Chepatar Masem Chen Korwe Gatsa Long Chunam Tare Rang La Dembe Top Yushindu. Deine Mutter Your fiel in mom den fell Ozean. into the ocean. Sie wird She was being hinuntergezogen von sucked einem down by a Malstrom, maelstrom Whirlpool. whirlpool. Und Okay. du hast, And you have wie nennt man diese Dinger, die we man call Ertrinkenden this let's throw to the zuwirft? drowning Diese people. Ringe. The ring. Rettungsring. Yeah, Ja, the du hast life den ring. Retterring, Rettungsring. Rettungsring? Ja, und Yeah. dann stehst du And einfach then nur you're da just mit dem standing there Rettungsring und next du to her wirfst and you ihn ihr don't nicht throw it zu. to her. Was What's stimmt wrong nicht with mit you? dir? Was für What kind eine of Art von person are Person you? bist du? You know, Du like you have hast einen Weg a namens way called Lamrim a und du ring, könntest ihn ihr and einfach you could just zuwerfen throw und it du to her, sagst, and you're was? like, Oh, schau, sie what? Look, ertrinkt. she's drowning. You know, Tab Yushindu. But Wenn du sie nicht if you don't pull rausziehst, her out, Marab, Marab. du solltest You dieses should Wort learn this lernen, word. Marab. Marab. Marab hat nichts mit It has Mutter zu nothing to do tun with mother, und es hat nichts and it mit has nothing nicht to do wirklich zu with. tun. Marab bedeutet Marab means das Schlimmste vom Schlimmsten. worst of the worst. Es ist ein nützliches It's a Wort. useful word. Marab. Marab. Marab Tache Marab bedeutet, means du you bist are das the Schlimmste worst vom of the Schlimmsten von worst allen Menschen auf of der all Welt. people in the Du world. bist einfach You echt really suck. beschissen. Du stehst da am You stand there Rettungsring und du siehst zu, and you wie watch deine your Mutter mom. untergeht. Was What's wrong stimmt with nicht you? mit dir? That's a Marab Du bist wie das Tachi. Schlimmste vom Schlimmsten. Deda Dembe Kur Der Tare. Kur, The die Kur, Verantwortung the oder die Last, sie responsibility, herauszuziehen, burden of dies ist pulling her out, dünn. which is dun. Rang Re Tare Rang Hab Nidam. bedeutet, Pop die means Verantwortung the ist auf responsibility deinen has Schultern fallen on your gelandet. shoulder. Also tu So es. do it. Do nyam do. Und das Chin ist so go. es, And was that's es bedeutet, that's what darüber it zu means to meditieren, meditate deiner Mutter on ihre the Güte pain your mother's zurückzuzahlen. Das causing. ist also So it's interessant. interesting. Sie gab dir zu essen, She sie gave you gab dir food, die she gave you Sprache, sie language, gab dir das she gave Laufen, you sie walking, gab dir she Manieren, gave sie you gab dir manners, Kleider she zu gave you tragen. wearing clothes. Und wenn man sagt, And du when solltest you es say ihr you should pay her zurückzahlen, back, it fühlt es sich feels so like, an, oh, you oh, du should solltest sie feed her, füttern oder du solltest or you should sicherstellen, dass sie make sure she Kleider hat. has clothes, or you Oder du should solltest teach her ihr Spanisch Spanish beibringen, if wenn she sie speaks Englisch any spricht language oder or so. Und er something. sagt, nein, And nein, so, nein, no, nein, no, no, rett ihr just save einfach her Leben. life, okay? In It's enough. Ordnung, das You ist know, genug. Wir sprechen we're nicht not talking davon, sie about mit dem paying her back zurückzuzahlen, was sie with dir what she gegeben gave hat. Wir you. sprechen We're davon, talking ihr about das Leben zu saving her retten. life. Okay, Das ist that's ein what Unterschied. you can pay her Du back, kannst es ihr not by zurückzahlen, buying her a new nicht dress, indem du ihr ein by neues buying Kleid her a nice kaufst French oder dinner. indem du ihr ein How schönes about you just save französisches her life? Abendessen kaufst. That would be nice. Wie wäre es, wenn ihr einfach Chin das so, Leben rettet? chin so Das de wäre uro schön. nimbole. Then he quotes Dann a book zitiert er ein called Buch namens Die Essence of the Essenz des Middle Way, mittleren which is the Weges, was ein famous book by berühmtes Master Buch von Viveka. Meister Baba Viveka ist. Middle Way. Unterer mittlerer Weg.
Nyonche bedeutet in der Vergangenheit. Wie nennt man das, wenn ein Geist die Kontrolle über eine Person übernimmt? Besessen. Besessen, ja. Ich war von dem Dämon besessen. Ich war besessen vom Dämon meiner eigenen negativen Emotionen. Und deshalb, statt meiner Mutter zu helfen, Gyurche ist ein interessantes Wort. Es bedeutet der Veränderer. Stimmt's, Tim? Gyurche, der Veränderer. Und das ist ein Wort für Salz, weil es den Geschmack eines Gerichts verändert. Der Veränderer. Ma hier, falsch geschrieben, bedeutet offene Wunde. Also ich sollte der Held sein, der loszieht und seine Mutter rettet. Aber was ich bis jetzt in meinem Leben getan habe, weil ich besessen war vom Dämon meiner eigenen Selbstsüchtigkeit, habe ich Salz in ihre Wunde gestreut, statt zu versuchen, sie zu verbinden. Ich gab mein Bestes, um ihren Zustand zu verschlimmern. Ich habe sie von einer Klippe gestoßen, nachdem sie blind und verrückt geworden war. Und ich habe sie zum Rand der Klippe geführt. Schau, in anderen Leben haben sich die Leute um dich gekümmert, buchstäblich als deine Mutter. Sie haben Champa, sie haben dich Champa, was bedeutet das? Liebe. Und Nyenkur bedeutet, sie haben dich respektiert und sich um dich gekümmert. Penpa, sie haben dir dein ganzes Leben lang über geholfen. Und im Gegenzug würdest du es ihnen nicht gleichwertig zurückzahlen wollen? Würdest du ihnen nicht dieselbe Art von Hilfe zurückgeben wollen? Was ist das Beste, was du tun kannst? Als ein Verb. Wir hatten es im Diamantschneider Sutra. Nirvanisieren. Also hier ist ein sehr komisches Verb. Es ist ein erfundenes Verb. Es gibt keine Option. Gib ihnen keine Kleidung zurück. Gib ihnen kein Essen zurück. Gib ihnen Nirvana und Buddhaschaft. Das ist Rückzahlung. Das ist Shinso. Das ist es, deiner Mutter zurückzuzahlen. Das ist irgendwie üblich, oder? Wenn dir jemand ein Geschenk gibt, versuchst du etwas Besseres zu geben, oder? Also okay, du gabst mir Essen, du gabst mir die Sprache, du gabst mir das Laufen, du gabst mir Kleidung, um anzuziehen, du gabst mir menschliches Verhalten. Ich denke, ich gebe dir Nirvana zurück oder Buddhaschaft, wenn du möchtest. Das ist ein guter Deal. In Ordnung. Und das ist das Bild, was wir hier haben, mit dem wir die Klasse begonnen hatten. Dies ist die Idee von dem jungen Mädchen. Sie zahlt ihrer Mutter zurück und sie gibt ihr etwas Schönes. Die schönsten Dinge, die du deiner Mutter geben kannst, um sie zurückzuzahlen, sind Nirvana und Buddhaschaft. Ja, du kannst ihr Essen geben, du kannst ihr Kleidung geben. Sie wird eine Befreiung erlangen, aber nur von Hunger und Durst. Physischer Hunger, physischer Durst. Puksu bedeutet, auf lange Sicht bekommt sie nicht. Du kannst, es ist sehr üblich, deiner Mutter einen Fernseher zu kaufen oder sogar eine Wohnung oder sowas Ähnliches. Und er sagt, okay, das ist Hilfe, das ist Penpa, aber nicht Pukchu. Das wird ultimativ nicht so sehr helfen. Wenn sie jegliche Form von Glück erhalten könnte und wenn sie jeglicher Form von Leid entkommen könnte, das ist ihre wahre Rückzahlung. Das ist eine gute Rückzahlung. Gib ihr jegliche Form von Glück und entferne jegliche Form von Leid. Das ist eine gute Rückzahlung. Wenn du sie zur Buddhaschaft schieben könntest, wenn du sie dazu bekämst, zur Buddhaschaft zu gehen, ja,
Dann dann kriegt sie alles, was sie jemals wollte. Von jedem Schmerz wird sie befreit sein. Dadurch, dass jeder deine Mutter war, sollte es deine Motivation sein, es ihnen zurückzuzahlen. Ich werde alle in die Buddhaschaft schieben. Ich werde der Schieber sein. Ich werde sie zur Buddhaschaft bringen. Ich liebe dieses Bild. Ich bin mit meinem Lehrer dreimal durch dieses Slamrim gegangen, über 30 Jahre hinweg. Und ich liebte dieses Bild. Wir benutzen es oft im DCI. Angenommen, ich erzähle diese Geschichte gerne, denn es ist mir irgendwie passiert. Die Mutter eines Freundes, die allein lebte, ich habe ab und zu geholfen, nach ihr zu schauen. Sie musste ihre Medikamente jeden Morgen nehmen. Und später mussten wir jemanden einstellen, um ihr jeden Morgen ihre Medikamente zu geben, weil sie die falschen nehmen würde. Oder sie würde die ganze Flasche nehmen. Sie nahm eine ganze Flasche von etwas und sie wurde, wie nennt man das, vorübergehend verrückt? Sie war am Kochen und war dabei, Gemüse zu schneiden, mit einem großen Messer. Du kannst das Bild hier sehen. Ich habe so lange gebraucht, um dieses Bild zu finden. Ich weiß nicht, weshalb. Ja, sie war dabei, Gemüse zu schneiden mit diesem großen Fleischerbeil. Und wir sagten ihr, wir gingen zum Laden, wir sagten, wir kommen zurück. Und wir kamen zurück. Wir versuchten, das Schloss zu öffnen, weil sie hat Glasschiebetüren und sie funktionierten nicht sehr gut. Und sie vergaß, dass wir zurückkommen würden. Und sie dachte, ich wäre ein Einbrecher oder jemand, der gekommen war, um mir etwas anzutun. Und sie nahm das Messer und ging damit Richtung Tür und wir sagten, nein, 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 wir sind es nur. Aber wenn eine 90 Jahre alte Frau Angst hat und sie dieses Beil in der Hand hat, verstehst du. Und manchmal, und das ist die Antwort auf eine Frage, die dir als Buddhist viele, viele Male gestellt werden wird von anderen Leuten. Okay, du bist ein Buddhist? Ja. Also was tust du, wenn dich jemand angreift? Wenn ein anderes Land dich angreift oder eine Person dich mit einem Messer attackiert, was wirst du dann tun? Was ist das Richtige, was zu tun ist? Und die klassische Antwort, die du lernen solltest, wenn du Lamrim lehren möchtest, ist, behandle sie wie deine eigene Mutter. Wenn deine Mutter aus Versehen ein paar extra Medikamente genommen hat und verrückt geworden ist, und dann kommst du zur Tür herein und sie denkt, dass du jemand wärst, der gekommen ist, um ihr etwas anzutun, und sie kommt auf dich zu mit einem großen Messer. Würdest du sie dann erschießen? Würdest du sie erstechen? Und dann, nein, natürlich würde ich nicht. Nun, was würdest du tun? Nun, ich werde versuchen, sie auf den Boden zu ringen, versuchen, ihr das Messer aus der Hand zu nehmen. Nun, was, wenn sie dich schneidet? Nun, das ist in Ordnung, das ist es wert. Sie verpasst mir ein paar Schnitte. Es ist besser, als sie zu töten. Ich würde keine Waffe nehmen, um meine eigene Mutter zu erschießen. Ich würde ein paar Stiche in Kauf nehmen. Und das ist also die Antwort auf die Frage, was zu tun ist, wenn dich jemand attackiert. Versuch, wie nennt man das? Mach sie kampfunfähig oder entwaffne sie. Und selbst wenn es dir etwas schmerzt oder etwas Ärger beschert, selbst ernsthafte Probleme, ist es besser, als sie zu töten. Weil sie deine Mutter ist, sie war deine Mutter. Du würdest deine Mutter nicht erschießen, wenn sie mit einem Messer auf dich losgehen würde. Selbst in Amerika, ich glaube nicht. Wie auch immer. Hier ist das Tibetische. Angenommen, deine Mutter wäre verrückt geworden. Und angenommen, sie geht mit einem Messer auf dich los. Zum bedeutet hier unternehmen oder beginnen. Es kann auch ein Buch schreiben bedeuten. Du musst also vorsichtig sein. Du würdest nicht wütend auf deine Mutter werden. Du würdest nicht rasend vor Wut werden und sagen, Mama, ich werde dich umbringen. Du würdest versuchen, sie zu Boden zu stoßen und du würdest versuchen, sie in Sicherheit zu bringen, bis die Verrücktheit aus ihrem Kopf gegangen ist. Du musst hart arbeiten, um es so zu machen.
Dann Then beendet Pabonka Pabonka Rinpoche Rinpoche ends diesen that Abschnitt, indem section er sagt: by saying, I'm „Ich talking spreche von about Leuten, people die who've been deine your Mutter mother, waren, who are die your in diesem Leben enemies. deine Feinde sind. I'm talking Ich about spreche von people who Leuten, die hurt dich you in diesem Leben in verletzt this life, haben, people in your Menschen in deinem business, Unternehmen, other andere business Führungskräfte, die executives who try versuchen, to dich screw zu you, hintergehen, or oder Menschen aus anderen other Ländern, countries, die dein people who Land attack you, angreifen und people who versuchen, try dich to zu kill töten oder you zu or hurt you, verletzen. people Menschen who in are deiner forbidden Familie, to die invest in your eifersüchtig sind oder business Dinge tun, um dich to zu hurt you. verletzen. I'm saying Ich sage they've dir, been your mom. dass sie deine Mutter And waren Chinso, und it's Shinzo, time to es pay ist back. Zeit Okay, zurückzuzahlen. there's a James Es gibt Brown ein song, Lied von The James Big Brown, Payback. The Big Payback. It's Es time for ist Zeit payback, but payback in zurückzuzahlen. Buddhism Aber means zurückzahlen im it's Buddhismus time to push bedeutet, them es into ist nirvana Zeit, and Buddhahood, sie ins Nirvana und not to zur pay them Buddhaschaft zu back schieben. by Nicht hurting ihnen them more and more. zurückzahlen, indem du ihnen mehr wehtust als All sie right, dir. great words, difficult to Gut, tolle practice. Worte, See schwierig you umzusetzen. in the Und wir next sehen uns in der Rim. nächsten Happy Namrim-Folge. Santi. Danke euch.